Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls-Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Herzliche Grüße aus der vollkommenen Angekommenheit in dem, was ich eigentlich bin. Und das ist restlos gigantische Fülle überall, hier und jetzt. Zeit ist nicht mehr vorhanden. Es ist wirklich unglaublich interessant. In all den letzten Monaten ist das immer mehr sozusagen in mir wirklich einfach geschiftet, und zwar restlos geschiftet. Ich meine, es ist ja schon über Jahre, ein jahrelanger Prozess schlussendlich, raus auch aus dem ganzen alten System 2019, wo wir Europa verlassen haben und nur noch der inneren Stimme gefolgt sind. Und die 5. Dimension ist ja einfach die Verbundenheit mit dem, was wir wirklich sind, und die Selbstverständlichkeit ist es, ausschließlich dem Inneren zu folgen und der inneren Stimme zu folgen. Und es ist unglaublich, wie ich selber jetzt erfahren habe, wie die Zeit immer mehr sich verändert hat, das Zeitgefühl für mich selber sich immer mehr verändert hat, bis es irgendwann mal kollabiert ist, im Grunde genommen, und Zeit in dem Sinne überhaupt nicht mehr existiert. Heute existiert Zeit im klassischen alten Sinne, so wie ich es früher in meinem früheren Leben, sag ich mal, gekannt habe, existiert nicht mehr, weil alles in die Zeitgleichheit gerutscht ist, weil mein Bewusstsein aus der Trennung in die Einheit zurückgekommen ist. Ja, in dem Moment, wo wir eigentlich aus dem Bewusstsein, was ich immer wieder sage, dass Außen die Realität wäre, dass alles getrennt wäre, wenn wir aus diesem Bewusstsein herauskommen in die Einheit in uns, in innen, wir sind alles, alles entsteht in uns, wir sind eigentlich Träumer und träumen sozusagen quasi dieses Leben. Und alles, was wir in uns träumen, nehmen wir scheinbar als Realität außen wahr. Da passiert der Umschwung aus der Machtlosigkeit rein in die Macht, aber da passiert auch, dass ich aus der linearen Zeit aussteige. Ja, lineare Zeit ist für den Verstand ist notwendig, wenn ich denke, ich müsste von A nach B gehen, um etwas zu erreichen. Das ist das Bewusstsein sozusagen, in dem wir aufgewachsen sind und wo wir denken, die Realität wäre außen. Ja? Ich muss von A nach B gehen. Wenn du dir deinen Alltag anschaust, schau mal, wie viele Dinge du noch hast, dass du von A nach B gehen musst, um was zu erreichen. Das ist überall da, wo ich denke, die Realität ist außerhalb von mir. Wenn ich erfahren habe, das kann ich nicht erdrücken, das kann ich mir nicht ermogeln, das kann ich durch keine Drogen erreichen, das kann ich nur, indem ich in mir aufgewacht bin, zu dem, was ich wirklich bin, erreichen. Ja, indem ich den Weg gehe der Erkenntnis, auf den es ankommt hier, sich wieder zurückzuerinnern, wer wir eigentlich sind. Ja. Wenn ich innen angekommen bin, sehe ich vollständig, dass ich der Schöpfer aller Realität bin. Schöpfen tue ich, indem ich Frequenzen anwähle. Du kannst sagen, ich bin ein gigantischer Fernseher mit Milliarden Programmen. Und du kennst ein Fernsehprogramm, du kannst das ein Horrorfilmprogramm wählen oder ein Kindersender. Die sind komplett verschieden. Ja, oder ein Popsender oder was auch immer. Ja, und so ist jede Frequenz in uns selbst ist quasi ein eigener Sender. Ich kann die Frequenz von Jammertal anwählen, dann habe ich die Jammertal-Realität, in der ich lebe. Ich kann die Frequenz von komplettem Reichtum, totaler Dankbarkeit und grenzenloser Freude anwählen, und dann habe ich das. Und jetzt gibt es einen entscheidenden Punkt. Wenn ich aufgewacht bin zu dem, was ich bin, weiß ich, es gibt nichts zu zweifeln in der Welt, denn Zweifel existiert auf dieser Ebene nicht. Wenn ich wähle, passiert es. Es passiert. Ich habe es 100.000-fach erfahren.
Ich erschaffe meine Realität, ich erschaffe die irrsinnigsten Dinge durch meine innere Stimme, meine Angebundenheit, durch das Wissen, was ich in mir habe und durch die Sicherheit, die ich in mir selber gefunden habe. Denn das Einzige, was notwendig ist, um seine innere Stimme sicher zu hören, ist, dass man sich sicher vertraut und nicht mehr zweifelt. Zweifel kommt vom Verstand und ist ein Konzept, eine Geschichte, die die Energie, die aus mir herauskommt, kappt. Wenn ich das mal verstanden habe und Zweifel für immer und ewig an den Nagel gehängt habe und nie wieder zweifle, einfach weil ich es entscheide, werde ich gewaltig viel freier. Nun, jetzt bin ich also da in dieser Welt angekommen, komplett in mir, in der 5. Dimension und fatze nur so vor Freude, vor Fülle, vor allem, was ich in mir habe. Mein Leben ist gigantisch reich, obwohl ich ja, wie ich auch schon gesagt habe, eigentlich mich überhaupt nicht mehr in der Welt bewege, sondern im Wesentlichen zu Hause bin, außer in einem Restaurant. Und das, seit eigentlich 1,5 Jahren, seitdem wir in den Urwald gezogen sind, und dann sind wir ja wieder zurück, raus aus dem Urwald gezogen, wieder in die Zivilisation. Aber ich habe mitgenommen aus dem Urwald, dass der Urwald in mir ist. Das ist meine eigene Urnatur. Ich bin die Natur, auf die es ankommt, nicht der Urwald draußen. Und da ist keine Befriedigung, da ist nicht mehr das, was ich brauche, was ich früher gebraucht habe. Hier in der Stadt rumlaufen, da was einkaufen, hier irgendwas erleben. Das ist nicht mehr notwendig, weil alles innen ist und das ist so gewaltig reich. Und das Tolle ist, mit meinem Mann kann ich das alles teilen. Wir teilen dieses Leben gemeinsam und erfahren ein so wahnsinnig reiches Leben, obwohl das äußerlich total reduziert ist. Es ist von innen so riesig reich, weil natürlich ständig in Wirklichkeit es nie ein Außen gegeben hat. Es war immer innen. Ja, deswegen habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, hier auf YouTube, die Fantasie ist im Grunde genommen eins der wichtigsten Dinge. Wenn ich Fantasie aktiviert habe, das erschafft Realität. Ja, wenn ich keine Fantasie habe, bin ich ganz einfach nur abgetrennt und vergessen, habe wirklich vergessen, wer ich bin. Denn du bist ja nicht anders wie ich. Ja, es ist einfach im Bewusstsein lange überlagert, bis wir zurückfinden zu dem, was wir wirklich sind und das alles hier ist. Und ich wähle hier die Frequenz und es erschafft sich im Außen. Wie ich immer wieder sage, Fülle muss ich in mir erschaffen. Ich kann mich so gut daran erinnern, in meinem Leben, dass ich ja auch mal da war, dass ich geglaubt habe, die Dinge wären auszufinden. Und im Mangel war. Und natürlich nur Mangel angezogen habe. Bis ich gelernt habe, gegen das vermeintliche Außen die Kraft von innen zu aktivieren. Damit habe ich mein Rheuma geheilt, damit habe ich alles geheilt. Ich habe bei mir gerade einen herrlichen Tropenregen. Ich weiß nicht, ob du das durchhörst, aber wahrscheinlich, ich mache ja so Einstellungen, dass du nicht die Nebengeräusche so stark hörst. Und ich liebe zum Beispiel Regen heutzutage. Früher fand ich das schrecklich in Europa. Und heute, also es gibt kein schlechtes Wetter mehr bei mir. Und das ist eigentlich auch einfach genau das, was ich in mir habe. Wenn ich innen bin, es gibt keine Dinge mehr, die mich irgendwohin, mir irgendetwas antun können. Regen in den Tropen ist purer Segen. Natürlich, es wird nicht kalt und es ist so gemütlich und so entspannt und so zauberhaft. Also für mich ist das genau dasselbe Zauberhafte wie strahlender Sonnenschein. Und alles, was es sonst hier gibt, ist nämlich sehr herrlich. Ich finde es ganz großartig. Früher habe ich daran gearbeitet, weil ich wollte unbedingt nicht abhängig sein vom Leben. Ich wollte schon ganz ewig viele Jahrzehnte nicht abhängig sein vom Außen. Das war mir doch offensichtlich schon sehr früh klar, dass die Kraft in mir liegt. Ja. Aber ich weiß, da musste ich oft was für tun, nicht? Heute muss ich nichts mehr dafür tun. Heute habe ich wirklich alle Situationen, die ich wirklich liebe. Das ist so herrlich.
Ja, wenn ich sage, der Weg ist zu gehen und den kann ich mir nicht erschummeln, heißt das, ich muss einfach innen in mir aufräumen und Schritt für Schritt alles entlassen, was in mir mich klein macht, andere klein macht, Angst hat, ja. Diese Arbeit kann niemand für dich abnehmen, für uns abnehmen, die müssen wir selber gehen. Natürlich, jetzt fängt am 14. März Level 3 an, die Zeichen der neuen Zeit, extrem transformierender Kurs. Es gibt alle 3 Levels und du kannst in jeden einsteigen, wie du willst, wenn du das Gefühl hast, ich möchte Unterstützung haben, aber gehen musst du selber. Natürlich ist meine Frequenz, weil ich da überall durchgegangen bin und das, was durch mich hindurchkommt, weil das nicht Kopf ist, sondern Frequenz ist, direkte Frequenz, erschaffende Realität ist, extrem unterstützend auf deinem eigenen Weg in deine Vollkommenheit zurückzufinden, die ja immer schon da ist. Wenn du sagst, okay, mir ist das alleine zu mühselig oder ich freue mich, wenn ich gemeinsam mit anderen Menschen gehe. Immer wenn ich einen neuen Kurs mache, gibt es ja auch immer eine Live-Begleitung dazu im Kurs, wo man auch Fragen zustellen kann. Das ist etwas, was aus meinem Herzen herauskommt. Wow, es gießt unendlich. Das ist so irre in den Tropen, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das gibt es einfach nicht in Europa. Da werden die Straßen innerhalb von 0, nix zu reißenden Flüssen. Das ist wirklich absolut lustig, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal durch diese reißenden Flüsse auf den Straßen mit dem Motorrad gefahren bin, natürlich musste man wahnsinnig langsam fahren oder sagen wir mal genau im richtigen Tempo. Aber das, was dann an die Füße, also manchmal ist man mit den Füßen auf dem Motorrad als Beifahrer hinten drauf wirklich im Tropenregen, also in diesen Flüssen auf der Straße, aber das Wasser ist warm. Das ist wirklich irre. Ich muss mal eben kurz die Tür zumachen, weil ich habe zwar eine große Terrasse vor meinem, wie sagt man, Zimmer, aber es gießt so sehr, dass es also bis oben hin alle wie sagt man, alle Scheiben nass gemacht hat. Ich bin's ehrlich. Weißt du, wenn du innen angekommen bist, also bei mir ist es eben so, du fängst ganz anders an zu schauen. Wenn du jetzt weißt, es gibt kein Außen, Außen ist eine Reflexion, nicht? Das ist wie wenn ich wirklich mit einem physischen Spiegel arbeite. Wenn ich einen physischen Spiegel in meinem Badezimmer habe und ich bin meine Morgentoilette am Machen und Zähne putzen und so weiter. Hier habe ich ja in meinem Bewusstsein klar, dass das, was sich im Spiegel spiegelt, nicht die Ursache ist, sondern ich, sage ich mal, außerhalb vom Spiegel ist die Ursache. Und wenn ich mir jetzt wirklich klar mache, im Leben, das, was ich draußen sehe, ist nicht die Ursache. Die Ursache bin ich, mein Bewusstsein. Ja, dann fängt sich alles an zu verändern und ich schaue außen anders an. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wenn ich in mir ankomme, wähle ich die Frequenz. Ich kann zum Beispiel die Jammertal-Frequenz wählen
ja, als ein Extrem, oder riesigen Spaß und komplette Fülle wählen, ja. Und wenn ich dich jetzt frage, ganz konkret, kannst du wählen? Jetzt wählen, dein Leben wählen? Dann sagst du mir sofort, natürlich kann ich mein Leben wählen. Natürlich kann ich meine Gedanken, meinen Fokus wählen. Ja. Und jetzt schau dir das an, wenn ich jetzt Jammertal in mir gewählt habe als Frequenz, weil ich nicht besser weiß. Das hängt immer damit zusammen, wenn ich Jammertal gewählt habe, ich weiß es nicht besser. Darum höre ich mir ja solche Videos zum Beispiel an, wie dass du hier davor sitzt, weil ich will ja was zusätzlich erfahren, dass ich was ändern kann in meinem Leben. Ich brauche immer das Bewusstsein, um Dinge zu verändern. Ja, das ist einfach die Basis. Aber wenn ich im Jammertal bin und im eigenen Frequenz von Jammertal, dann ist alles, was ich sozusagen im Spiegel wahrnehme, spiegelt mir Jammertal. Ja. Wenn ich jetzt anders wähle, zum Beispiel, dass ich reine Fülle bin und der Glaube, und ich muss sie ohne irgendeinen Punkt im Außen in mir aktivieren. Ich musste kurz mein Video unterbrechen, weil mein Welpe musste ein Häufchen machen und kommt aus irgendwelchen ganz armen Verhältnissen. Ich sag mal, in den Genen hat er drinnen, dass er seine Häufchen immer aufessen will. Und das musste ich kurz verhindern. Die Frequenz, die ich anwähle, in der ich innerlich drinnen stehe, ist die Brille, die ich anhabe, durch die ich die Welt sehe. Ich meine, im Extremfall kennt man das ja auch wahnsinnig gut, wenn man komplett verliebt ist zum Beispiel, dann ist alles rosa. Ich sage jetzt mal, wenn man in der Scheidung oder im großen Drama gerade liegt, dann ist alles katastrophal dramatisch, nicht? Und dieser Punkt ist das Entscheidende. Ich habe heute irgendwie einen Tag mit ein paar Unterbrechungen. Ja, lass dich nicht stören. Ich lasse mich auch nicht stören, weil mein Welpe ist drinnen wegen dem Regen. Sonst darf er eigentlich raus. Und dann habe ich also mehr Ruhe, um in Ruhe hier mein Video machen zu können. Aber ich habe trotzdem Ruhe, auch wenn er hier durchflötet. Es stört mich weiter überhaupt nicht. Und dich auch nicht, gell? Wir nehmen das Leben so, wie es ist. Locker und unkompliziert. Genau. Und ich habe ja sowieso diese Angebundenheit ständig an meine innere Stimme, fahre sozusagen viel tiefer in meinem Leben, ruhiger, angeschlossen und werde von dort unten die ganze Zeit geführt. Und mein Inneres hält den Bogen, egal was jetzt um mich herum gerade stattfindet. Ich glaube, es kommt bei dir an, was ich hier sage. Und gerade zum Beispiel in Bezug auf die Fülle kann ich mich so gut erinnern, wie ich damals gesagt habe, bevor ich Fülle wirklich von innen erzeugen konnte, wie ich gesagt habe, ja, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich fühle absolut keine Fülle und ich sehe auch keine Fülle um mich herum. Also ich hatte im Prinzip schon ein sehr fülliges Leben, aber so hoch und runter. Und als ich so sehr krank wurde, da und nicht mehr arbeiten konnte mit Rheuma, da habe ich so Phasen gehabt, war ich angewiesen auf die anderen Mitarbeiter, die umsetzen sollten bei uns in der Mode. Und das hat bei weitem nicht hingehauen wie bei mir. Logisch, weil ich war die Designerin
Und die Sachen haben sehr viel gekostet und die Leute wollten von der Designerin bedient werden und nicht von Hinz und Kunz. Nicht von meinen Mitarbeitern. Wollte ich einfach vielfach nicht. Und dann haben wir halt entschieden viel weniger umgesetzt. Und das waren dann so Phasen, wo ich gesehen habe, boah, ja, so diese Situationen von solchem extrem, wie sagt man, Anforderungen, die haben mich geschult, genau diese Dinge von innen zu entwickeln. Weil Geld kommt ja nicht von anderen Leuten, Geld kommt nicht von außen. Dein Geld kommt nicht von außen, es kommt nicht von deinem Job. Es kommt von dem, was du erwartest in dir. Es ist auch hier innen. Und wenn ich jetzt, was ich sagen wollte, ist, also diese Diskrepanz, dass ich von innen etwas erschaffen soll, was ich nicht bestätigt sehe. Ja. Ich soll in mir Fülle erschaffen, ganz unabhängig von allem, was außen ist. Das ist aber der entscheidende Punkt. Damit habe ich mich geheilt von Rheuma. Ich in mir hatte vollständige Gesundheit, Leichtigkeit, vollkommene Beweglichkeit, derweil mein Körper in Schmerzen geschrien hat. Das ist der Wendepunkt und ich bekomme sehr viel Post von Menschen, die mir ihre Klagelieder vom Leben erzählen und mich fragen, um Hilfe fragen. Und ich habe auch ganz klar entschieden, mich interessieren diese Klagelieder nicht mehr. Ich antworte nicht mehr darauf, falls du irgendwie mal auf die Idee gekommen bist, auch mir so zu schreiben. Weil es geht nicht um Klagelieder, sondern es geht darum, um Selbstermächtigung und diese Punkte in sich zu erkennen und zu verändern. Und wenn jemand Hilfe von mir haben will, dann kann man One by One buchen. Da kriegt man eine Hilfestellung in sich, die Kraft zu entwickeln oder meine Kurse zu machen, die alle extrem unterstützen, in sich den Schlüssel zu finden. Aber so wie ich damals bei Rheuma auch schon klar gewusst habe, ich gehe doch nicht zu einem Arzt oder ins Krankenhaus, um meine Kraft abzugeben, heil mich mal. Ich bin ja nicht bescheuert. Also so weit war mein Bewusstsein auf jeden Fall schon, dass das nicht funktioniert. Aber wie viele Menschen gibt es heutzutage noch? Heil mich mal, mach mich mal gesund. Du, mach das mal für mich. Ja, die haben noch nichts verstanden von dem, worauf es ankommt. Du stehst schon woanders, sonst kannst du mich nicht hier hören. Sonst würdest du jetzt ausdrehen und schnell weggehen. Genau, also der Punkt ist, du bist nicht anders wie ich, ja? Der Punkt ist, du, wie ich, musst die Arbeit tun. Du, muss aufräumen in sich mit einem Bewusstsein, das einem die ganze Zeit erzählt, ja, außen ist die Realität, du bist Opfer der Umstände und so weiter. Ja, wenn ich in meinem Badezimmer stehe und denke, die Ursache ist im Spiegel und ich haue in den Spiegel rein, tu nicht mich so doof angucken, du Pickel, geh in den Spiegel ran und versuche den Pickel aus dem Gesicht, was mich da anguckt, rauszupopeln. Also wenn man das jetzt in der physischen Realität machen würde, dann würde man dich wahrscheinlich mich in eine psychologische Anstalt verfrachten und sagen, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber nur weil die Gesellschaft einem das nicht klar sagt, dass das mit dem Leben genauso ist, that's the point. Das ist der, wie sagt man, das ist der Bewusstseinsshift, der auf der ganzen Erde passiert. Er passiert schon, weil in Realität, wie gesagt, ich habe mein Universum, du dein Universum. Und es gibt in meinem Universum nur meinen Traum von meinem Bewusstsein und in deinem Universum nur den Traum deines Bewusstseins. Ja, also wenn wir anfangen zu sehen, jede einzelne Situation, die wir in uns haben, wenn du deine Augen jetzt schließt und schaust um dich herum, wie in einem rundum Panoramabild, sag ich mal, und du siehst alles, was du jetzt gerade siehst, in dir, nicht?
wo du glaubst, die Welt ist so und so, da ist Krieg da im Iran und sonst irgendwo und Russland und Ukraine und dann glaubst du vielleicht so und da und mein Konto ist leer und dann glaubst du das oder du siehst so oder da kommt ganz viel Geld oder was auch immer. Was du auf diesem Bildschirm siehst, Bildschirm deines eigenen Bewusstseins, wenn du dir klar wirst, das ist alles in dir und nichts davon ist außen. Denn das Interessante ist, du musst ja deine Augen dafür schließen, um es zu sehen, um alles zu erfassen. Da siehst du schon, es ist in dir. Wenn du das alles in dir siehst und erkennst, okay, ich habe nur mit mir selbst zu tun. Alles, was ich außen sehe, ist immer ich selbst. Zeit verschoben, früheres Bewusstsein, ja. Also ich sehe zum Beispiel bei Familie oder sowas, das ist ein ganz anderes Bewusstsein, das ist ein ganz altes Bewusstsein von mir, was sich da spiegelt. Das klebt vielfach an den Leuten. Das ist nicht gesagt, dass die im Bewusstsein mit mir mitwachsen. Das kann ich da lassen, das ist ewig alt, damit bin ich aufgetaucht, das muss nicht verändern, gar nichts. Die haben ihre eigene vollkommene Führung, da bin ich nicht für verantwortlich. Das kann ich so stehen lassen, ja. Da, die stehen da. Das ist alles verschiedene Bewusstseinsschichten aus, sage ich mal, verschiedenen Zeitzonen von meinem eigenen Entwicklungsweg auf der Erde. Ja, da beginnt Magie, wenn ich erkenne, wow, hier kann ich eigentlich meine Erfahrung als Mensch sehen. Und wenn ich das so sehe, wenn ich sehe, das ist mein Bewusstsein. Und wenn ich mir klar mache, wenn ich im Spiegel im Badezimmer etwas anderes sehen will, als was ich sehe, muss ich die Ursache verrücken, verändern. Wenn ich mein eigenes Gesicht sehe und ich sehe, was weiß ich, eine Schnute, muss ich eben lachen. Genauso, wenn ich meinen inneren Bildschirm anschaue von meiner Realität auf allen Ebenen und mir klar mache, die gesamte Ursache von allem bin ich. Auseinandergezogen in verschiedenen Zeitdimensionen. Kann ich alles verändern. Zum Beispiel im Konkreten bei mir. Natürlich höre ich auch noch etwas von sowas wie in einem Krieg, weil beispielsweise bei uns kommen ganz viel weniger Gäste an. Ja, einfach weil viele Flieger ausfallen. Und ich kann dir einfach nur sagen, bei mir ist das alles, was damit zu tun hat, das interessiert mich nicht mehr. Das ist nicht in mir anwesend mehr. Das hat keine Realität. Ich sehe es noch durch eine Glasscheibe hindurch und erinnere mich, damals vor langer, langer Zeit habe ich mal geglaubt, dass das in irgendeiner Form eine Realität hätte. Es ist nur noch, es hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf mich selber. Überhaupt keinen Einfluss mehr auf mich selber. Genauso die Geschichten von anderen Leuten. Also ich bin ein Heiler, Person und das Interessante ist, 7 Jahre lang gebe ich Kurse mittlerweile, habe ich Kurse gemacht und bei mir sind im Wesentlichen, die meine Kurse machen, das sind vorwiegend in irgendeiner Form Menschen, die aus Heilberufen kommen. Heiler und Mediziner, also Mediziner weniger, aber Menschen, die also energetisch heilen und so weiter. Und Coaches und also das ist das ganze Heilfeld. Alle Leute, die dieses Thema unterstützen. Wahrscheinlich bist du auch so jemand, der in diesem Thema unterwegs ist. Und genauso wie das mit dem Krieg nur noch in aller Ferne ist, so ist auch bei mir in meinem Bewusstsein klar geworden, Heilen von anderen Leuten ist überhaupt nicht meine Aufgabe und geht auch nicht wirklich und ist überhaupt nicht Thema in einer Welt, in einem Bewusstsein, wo alles von innen ausgeht und wo ich das Zentrum meines Universums bin und mit meinem Hologramm zu tun habe, sondern jeder,
der mir begegnet, ist ein Teil meines Bewusstseins und gleichzeitig vollkommen in seinem eigenen Universum unterwegs. Und insofern hat für mich jeder, geführt von seinem inneren wissenden Wesen, mit dem zu tun, was gerade sein Thema ist. Das heißt, ich heile niemanden mehr. Es interessiert mich gar nicht mehr. Und mich interessieren auch die Geschichten von den Leuten nicht mehr. Die können alle Arten von Dramen haben. Die gehen mich nichts mehr an, im Gegensatz zu früher. Weil ich die Vollkommenheit ehre jedes eigenen. Jeder hat seine Vollkommenheit und wenn er gerade in seinen Dramen hängt, dann ist das notwendig aus Sicht der Vollkommenheit in dieser Person, um aufzuwachen. Damit bin ich frei geworden. Ich muss nichts mehr, ich muss auch keine Videos machen. Ich mache auch keine Videos, weil ich irgendwas machen muss oder Geld damit sogar verdienen müsste. Ich habe sehr viel Geld, brauche mich um nichts zu kümmern, denn es ist in mir und es strömt und fließt nur so in mich hinein, seitdem ich mich überhaupt nicht mehr um irgendetwas in dieser Form kümmere, weil ich es bin. Es ist meine Frequenz. Ja, es ist, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, welche Frequenz wähle ich? Da kann dir gar nichts passieren. Wenn du innerlich in der Fülle-Frequenz bist, kann das Außen nur folgen. Es gibt gar keine Möglichkeit, nicht zu folgen. Ja. Insofern muss ich nichts. Was ich mache, kommt aus meiner inneren Stimme, weil ich längst mein ganzes Sein an meine innere Stimme abgegeben habe, weil das Leben aus der inneren Stimme ist einfach gigantisch, da kommst du gar nicht hin, wenn du aus dem Kopf lebst. Es ist nicht möglich und das Leben macht wirklich unglaublich viel Spaß. Ich habe immer wieder Zeiten gehabt in meinem Leben, habe ich gedacht, ach, ja, das Leben, ja, macht Spaß, ist interessant, aber ich freue mich auch, wenn die Inkarnation beendet ist. Und heute sage ich, boah, es macht mir auch schon wirklich richtig viel Spaß. Hier inkarniert zu sein, es ist irgendwie traumhaft. Es ist so voller Freude, Spielspaß, ja. Jetzt habe ich gerade wieder ein unmögliches, herrliches, poppig, buntes, ich habe immer schon einen Hang auch zu poppigen Kunst gehabt, ja, weil das einfach unverblümter Lebensspaß ist. Habe ich gerade wieder ein Gemälde gemacht für unser Wohnzimmer, habe ich auf meine Telegram-Gruppe gestellt. Also falls du nicht in Telegram bist, lade ich dich herzlich ein. Kannst du reinkommen, findest den Link hier unten drunter. Ja, das ist sozusagen, also wenn man da reinkommt, wirklich in das, was wir wirklich sind, du musst dich um niemanden mehr kümmern. Du musst dich, es ist vollkommen egal, was andere Leute denken. Du machst nichts mehr, damit du irgendwie toller, weniger toll oder sonst wie bist. Es interessiert dich gar nicht, weil du wählst die Frequenz und das passiert. Es gibt die Kopplung nicht mehr in dem Sinne an irgendetwas um einen herum, ja. Also, wie viele Leute meine Videos angucken, ob keiner, ob Hunderttausende, es ist völlig egal, ob Hunderttausende Menschen das machen, was ich anbiete oder kein Mensch kommt, es ist vollkommen egal, weil meine Fülle ist nicht davon abhängig, mein Wert ist nicht davon abhängig, alles ist in mir nach Hause gekommen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das gigantisch ist. Und wenn ich das lebe, dann sagst du wirklich, wenn du das lebst, wenn du da selber ankommst, in dir selber, dann sagst du, das Leben macht wirklich grenzenlos viel Spaß. Und es interessiert mich ja auch nicht mehr, wenn ich in meinem Großvergnügen drin jubiliere, ob andere Leute da sozusagen meinen, dass man das nicht könnte oder so in so viel Freude leben, weil die Welt wäre schrecklich, weil das ist dessen Angelegenheit. Der hat das Bewusstsein so oder darf das so denken, das macht überhaupt nichts aus. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich interessant, wenn du da ankommst, wirklich in dir selber, denn ich sag mal, es interessiert mich nicht mehr, ob Schmerzen in anderen Leuten sind, das hat nichts damit zu tun, dass ich kein Mitgefühl habe, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich das Wissen habe, wie weise das ist, verstehst du? Und beurteilen oder verurteilen von anderen Menschen, das habe ich sowieso nie gehabt. Ja, also ich habe immer
Da habe ich irgendwo immer schon gleichzeitig gewusst, jeder ist vollkommen. Jeder ist genauso vollkommen, wie ich selber vollkommen bin. Und das sind alles Erfahrungen, die wir wählen, ja. Da gibt's nicht Urteilen, ja. Da gibt's nicht: „Ah, du kleiner Knödel“ oder so. Das gibt's einfach nicht. Ja, das ist ja, weil der kleiner Knödel, dann kannst du zu deinem eigenen Anteil sagen: kleiner Knödel.“ Es ist ja nicht getrennt von dir, ja. Also insofern ist es so, aufzuräumen in sich selber mit diesem, wie sagt man, absolut kleinen geistigen Denken, in das man so hier reingeboren ist natürlich wirklich fantastisch. Und das alles zu entlassen und wirklich die Arbeit zu tun, die Arbeit lohnt sich wirklich sehr. Also heute sage ich einfach, wow, wie hätte ich all diese wahnsinnigen Sachen lernen können? Wie hätte ich dieses unbeschreibliche Wesen, was ich wirklich bin, befreien können, ohne durch diese ganzen vielen Schmerzen hindurchzugehen? Ja, ob das unsere Tochter ist, die tödlich verunglückt ist, ob das die schwere Räume ist, wo ich durchgegangen bin, ob wir alles loslassen. Ich habe alles los, wir haben alles losgelassen in Europa, alle unsere Besitztümer, alles, was wir gedacht haben, was toll wäre, was man bräuchte, was wichtig ist. Es ist nicht ein Krümel mitgekommen. Wie gesagt, habe ich auch schon öfters erzählt, es ist ein großer Koffer, ein kleiner Koffer mitgegangen. Und das, was wir damals mitgenommen haben vor 7 Jahren, ist ja auch, existiert nicht mehr. Es ist ein völlig anderes Leben. Und natürlich, weil der Reichtum in einem ist natürlich schon wieder alles genauso reich. Es ist ja nicht, ich lebe nicht wie ein Asket. Ich lebe in totaler Fülle auf allen Ebenen. Kreativ, künstlerisch, fantasievoll, voller Freude, im Augenblick anwesend und einfach, wenn wir in uns drinnen sind. Wow, wenn wir unsere innere Stimme spüren, wenn wir nicht nur unsere innere Stimme spüren, sondern auch unsere innere Stimme sind. Das sind Dimensionen an Erfülltheit, an Glück und an Freude, an Befriedigung. Das ist unvorstellbar. Weißt du, wenn du an diesen Punkt kommst in deinem Leben und erkennst, alles hat dich dorthin geführt, dass du dich endlich selber kennenlernst und dann bemerkst, wow, das Wichtigste, was ich in meinem Leben erfahren wollte, ist, dass ich mich wieder erkenne, dass ich wieder zu mir zurückfinde. Mensch, erkenne die Welt. Mensch, erkenne dich selbst, dann erkennst du die Welt. Delphi, ich glaube, die Mysterien von Delphi. Du, das ist so. Und das ist unglaublich. Und wenn du entdeckst, du selber bist ungelogen das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Also ich bin das Wichtigste auf der Welt für mich, weil alles durch mich durchgeht, weil ich die Brille für alles bin, weil ich der Schöpfer von allem bin, was ich erfahre. Und du bist das für deine Welt, für dein Universum. Ja? Also, so ist das. Und ich erzähle das, weil meine innere Stimme mich hier hinführt und dir das erzählt. Und ich sehe schon längst, wie auf der ganzen Erde die Menschen lachend aufwachen und in einem gigantischen Lachsalven um die Erde ziehen, von Kontinent zu Kontinent, von Insel zu Insel und erkennen, wie sie einfach nur in der Falle des Vergessens oder was auch immer, unter dem Tuch des Vergessens oder im Bewusstsein des Vergessens sich so viel angetan haben, so viel Schmerzen erfahren haben und wo sie das einfach nur erkennen, wie sie zurückkommen und Liebe Selbstverständlichkeit ist und Verstehen Selbstverständlichkeit ist und Freude Selbstverständlichkeit ist und eine bunte Welt Realität ist. In diesem Sinne freue ich mich sehr, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du dieses tust, wenn du mir unten drunter kommentierst. Ich lese die Sachen wirklich wahnsinnig gerne und ich freue mich auch, wenn du mein Video likest und teilst
und anderen Menschen damit die Möglichkeit gibst, dass sie auch anfangen, mehr und mehr wieder zu dem zu erwachen, was wir eigentlich in Wirklichkeit sind. In diesem Sinne freue ich mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal und komme in meinen aktuellen Kurs jetzt am kommenden Samstag. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und lasse die Schleier fallen. In diesem Sinne, oder nimm dir irgendeinen von den vorherigen Kursen. Lass dich von deinem Herzen führen. Dein Herz ist das Einzige, was wirklich Bescheid weiß. Ich liebe dich. Bis dann. Tschüss.